Als Teil meiner Pläne für die Konsolidierung der westlichen Provinzen befehle ich, dass tief im Herzen des wildesten Gallien eine neue Hauptstadt errichtet wird. Caesar Augustus sagte einst vorher, dass die Gallier römische Musterbürger werden würden. Es ist an der Zeit, dass die Vision des großen Augustus Gestalt annimmt. Mitten in diesem wilden Land sollt ihr Lutetia zu einer großen römischen Stadt ausbauen, die weder in Kultur, noch Wohlstand, noch Frieden übertroffen werden kann. Und um dies zu erreichen, verleihe ich euch eine riesige, reiche Provinz. Die zu erreichende Friedenswertung könnte euch dabei einige Schwierigkeiten bereiten. Weit entfernt davon, die römische Staatsbürgerschaft zu erlangen, bleiben viele gallische Stämme in tiefstem Barbarentum verwurzelt. Sie werden nicht friedlich zusehen, wie Rom ihr Stammland zivilisiert. Ihr müsst eine große Stadt auf einen hohen Stand bringen und das umgeben von einem feindseligen Land. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Lutetia, zivilisiert Gallien. Nun sollen wir im tiefsten Gallien die Hauptstadt Lutetia ausbauen, die viele wahrscheinlich auch von den Asterix und Obelix Comics kennen. Lutetia soll eine Bevölkerung von 10.000 Einwohnern haben, eine Wohlstandswertung von 50, eine Gunstwertung von 40, eine Kulturwertung von 45 und eine Friedenswertung von 50 erreichen. 10.000 Einwohner, das ist eine richtige Metropole. Ja, und die Wertungen sind durchaus einer Hauptstadt würdig. Natürlich müssen wir unsere Stadt und unsere Provinz vor den Galliern schützen, die dieses Unterfangen natürlich zu verhindern wissen. Stadtaufbau und der Aufbau einer Armee sowie die Verteidigung stellt hohe Ansprüche und wir müssen vorausschauend planen und handeln, um alle Ziele zu erreichen. Gut, dann schauen wir mal in die Karte. Wie der Imperator schon erwähnte, haben wir eine riesige Provinz für unsere große Hauptstadt und hier in der Mitte der Karte haben wir die einzigen landwirtschaftlichen Nutzflächen. Der Rest der Karte ist geprägt von Seen, offenen Flächen, großen Waldbeständen und hier im Nordosten haben wir die einzigen Felsformationen. Ja, dann schauen wir mal, was wir produzieren können. Wir können Weizen und Gemüse anbauen und Fleisch produzieren. An Rohmaterial haben wir Ton, Eisen und Holz. Und produzieren können wir Wein, Öl, Waffen, Möbel und Geschirr. Für Wein und Öl brauchen wir die Rohstoffe, da schauen wir mal direkt in die Imperiumskarte. Wir sind hier und unsere Handelspartner sind Lugdunum. Lugdunum kauft größere Mengen Geschirr und Eisen, verkauft uns Oliven in größeren Mengen, Reben und Olivenöl in kleineren. Unser nächster Handelspartner ist Mediolanum. Mediolanum kauft größere Mengen Waffen und kleinere Mengen Möbel, verkauft uns Marmor und Wein in kleinen Mengen. Unsere Exporte sind Eisen, Geschirr, Möbel und Waffen. Damit können wir sehr gute Gewinne erzielen und auch unsere Rohstoffe, Oliven und Reben gut finanzieren. Was ist jetzt der Plan? Wie gesagt, haben wir hier in der Mitte der Karte die einzigen landwirtschaftlichen Nutzflächen. Das heißt, das ist unser Bereich, wo wir unsere Stadt ernähren können. Der Immigrationspunkt ist hier und wir werden hier in der Nähe 2 Stadtgebiete aufbauen. Können hier halt entsprechend Nahrungsmittel produzieren, Geschirr und Möbel können wir auch direkt vor Ort bei den Wohngebieten herstellen. Wir werden dann hier entlang der landwirtschaftlichen Flächen weitere Wohngebiete errichten, die hier so rumgehen. Die Waffenproduktion können wir ausschließlich hier an diesen Gesteinsformationen etablieren und hier auch entsprechend einen kleinen separaten Handelsposten dafür errichten, sowie unser Militär hier entsprechend ausbilden. Ja, so viel zum Plan.
Beginnen wir hier mit den ersten beiden Stadtgebieten. Dafür natürlich die Geschwindigkeit runtersetzen und großzügig roden. Bevor wir aber mit dem Bau beginnen, müssen wir natürlich wieder, da wir in einer nördlichen Provinz sind, unsere Wolfsrudel mit einem Aquädukt einkästeln. Dann schauen wir mal. Ja, hier ist der erste. Pausenmodus deaktivieren und dann schnell den Aquädukt bauen. Okay, dann schauen wir mal weiter. Hier ist auch noch ein großes Wolfsrudel. Und wir schauen weiter. Hier ist das nächste. Und weiter schauen. Ja, hier oben im Norden haben wir noch eins. Ja, ich glaube, das waren auch jetzt alle. Dann können wir jetzt mit dem Bau der ersten Stadtgebiete beginnen. Ich habe jetzt die ersten beiden Stadtgebiete hier vorkonzipiert und wir haben jetzt eine Größe von 11 mal 13. Das heißt, die zu parzellierenden Flächen sind 9 mal 11. Bei so einer großen Stadt mit so vielen Einwohnern versuche ich doch größere Stadtviertel zu entwickeln. Wir müssen natürlich schauen, wie viele Märkte wir errichten müssen, dass diese großen Stadtgebiete auch optimal versorgt werden. Ja, die Zugänge mit den Wachstuben ist auch schon erstellt, sowie die nach außen liegenden 2x2 Wohngebiete. Ingenieursposten und Kliniken habe ich ebenfalls schon errichtet. Obwohl wir in den nördlichen Provinzen keine Präfekturen brauchen, da wir keine Brandgefahr haben, werde ich in Lutetia doch einige Präfekten etablieren. Warum? Das werdet ihr nachher noch sehen. Dafür baue ich jetzt hier die Verbindung zu den außenliegenden Wohngebieten und werde hier jeweils einen Ingenieursposten und eine Präfektur errichten. Unsere ersten Siedler sind schon in unsere Stadt eingetroffen. Die Geschwindigkeit habe ich auch schon wieder nach oben geschraubt. Im Arbeitsberater werde ich noch schnell die Prioritäten setzen. Wieder etwas mehr an Löhnen, dafür die Steuer runter. Ich werde jetzt direkt die Handelsrouten nach Lugdunum eröffnen und nach Mediolanum und werde direkt Geschirr auf Export setzen, Möbel, Eisen und Waffen. Für Waffen und Eisen brauchen wir natürlich auch entsprechend die Produktionen. Die können wir natürlich nur hier am entgegengesetzten Punkt unserer Stadt produzieren. Errichten wir einen kleinen Handelsposten für diese beiden Güter. Auch hier roden und dann würde ich mal mit 4 Eisenminen beginnen. Ja, unser kleiner Handelsposten für Eisen und Waffen habe ich jetzt hier fertig konzipiert. Hier die Lagerhäuser für Eisen und für Waffen. Wir werden jetzt dieses hier natürlich sukzessiv entsprechend weiter ausbauen und dann können wir hier auch unser Militär aufbauen. Bevor wir jetzt mit der Nahrungsmittelproduktion beginnen, werden wir erstmal unsere Gottheiten huldigen. Ja, wir brauchen definitiv mehr neue Bürger, deswegen parzelliere ich hier dieses eine Stadtgebiet auch jetzt komplett und werden jetzt die ersten Farmen errichten.
Unsere Nahrungsproduktion steht jetzt. Ich versuche natürlich die maximale Anzahl von Farmen auf den landwirtschaftlichen Flächen zu ermöglichen. Wir werden jetzt, sobald der erste Weizen verteilt wird, mit der Geschirrproduktion beginnen, um entsprechend ein weiteres Exportgut herzustellen. So, wir können unseren Markt jetzt hier errichten. Wir werden jetzt in die roten Zahlen kommen, aber ich hoffe ja wieder auf einen kleinen Geldsegen des Imperators. Ihr habt diese Gelder ziemlich schnell ausgegeben. Versucht zumindest mit diesem Geld etwas länger auszukommen. Das werden wir. Sind ja schon dabei, unsere Geschirrproduktion hier am Laufen zu bringen. Unsere Geschirrproduktion haben wir jetzt üppigst ausgebaut, sodass wir Exporte und Stadt gut versorgen können. Hier haben wir die beiden Lagerhäuser. Dieses hier das Geschirr annehmen und dieses hier später Möbel. Damit können wir jetzt, glaube ich, gute Gewinne erzielen. Ja, uns fehlen wieder Mitarbeiter. Da werden wir jetzt dieses Stadtgebiet hier entsprechend parzellieren. So, und wo wir jetzt hier Geschirr produzieren und auch exportieren, wird das hier mein Handelszentrum werden. Das ist ja hier das erste Lagerhaus, was wir gebaut haben und ist somit das Handelszentrum. Das erkennt man übrigens hier an dieser kleinen Fahne auf dem Handelszentrum. Unsere Handelspartner werden also dieses Lagerhaus als erstes ansteuern und müssten dann zurück zur Stadt, um das Geschirr zu kaufen. Von daher wird das jetzt hier das Handelszentrum. So können die Handelspartner, wenn sie hier vom Immigrationspunkt kommen, dieses Lagerhaus als erstes ansteuern und sie müssen sowieso dann weitergehen, um hier entsprechend die anderen Güter zu kaufen. Das ist, glaube ich, wesentlich effektiver. Ja, und 1000 Einwohner zählt jetzt schon Lutetia. Ich habe hier auch nochmal eine kleine Siedlung für den besseren Arbeitsmarktzugang der ganzen Farmen. Ja, und wir brauchen weiter Weizenfarmen. Weizen wächst ja in den nördlichen Provinzen langsamer. Ein Festwerk ist auch mal nicht schlecht. Beginnen wir mit Mars. Ja, und mit 1000 Einwohnern brauchen wir natürlich auch neue Tempelanlagen. Ich finde den Start von Lutetia gar nicht schlecht. Ich bin recht zufrieden. Wir verkaufen gut. Machen wir das jetzt hier mal ein bisschen schöner. Jetzt wird es auch Zeit für unser Militär. Bauen wir hier unsere 2 Kasernen und unsere Militärakademie. So, und dann können wir unsere Forts schon errichten, und zwar das erste für die Wurfspeerträger. Das kommt dann hier hin und hier kommt direkt das zweite hin. Wunderbar. Ja, und auch hier produzieren wir sehr gut. Ich denke mir mal, finanziell sind wir jetzt gut abgesichert. Ja, auch dieses Stadtgebiet können wir jetzt entsprechend mit einem Markt versehen. Und mit dem nächsten Bevölkerungsschub, der dann zu erwarten ist, werden wir die Möbelproduktion beginnen. Ja, eine entfernte Schlacht ist schon im Gange. Schauen wir nochmal kurz auf die Imperiumskarte.
Ja, aber das ist, glaube ich, noch recht weit entfernt. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, ihr seht, 19% Arbeitslosigkeit. Das ist jetzt der Zeitpunkt für unsere Möbelproduktion. Ja, auch unsere Möbelproduktion haben wir jetzt entsprechend etabliert mit 4 Sägemühlen und 8 Möbelschreinereien. Damit sollten wir jetzt erstmal mit Geschirr und Möbel gut versorgt sein. Das zweite Stadtgebiet wird jetzt auch noch mal ein bisschen aufgehübscht. Und weitere Weizenfarmen sind dringend nötig. Ja, jetzt wird es mal Zeit, dass wir uns mit den Kulturgebäuden beschäftigen. Für das erste Stadtgebiet bauen wir dann jetzt hier 2 Schulen, eine Bibliothek und das Theater. Das kommt dann jetzt hier hin. Die Künstlerkolonie dafür hier hin. Ja, so passt das doch alles ziemlich gut. Ja, mit der Entwicklung hier in diesem Stadtgebiet brauchen wir natürlich jetzt zwingend den zweiten Markt. Der kommt hier hin. Dann verschönern wir dieses erste Stadtgebiet auch nochmal mit Plätzen. Ja, und ich denke mir mal, wir verkaufen jetzt so gut unsere Waren, dass wir unser Militär weiter ausbauen. Ich werde jetzt das Fort für die Legionäre errichten. Das kommt dann jetzt hier hin. Dann werden wir jetzt hier nochmal 2 Waffenschmieden errichten. Weil jetzt doch Waffen für die Legionäre gebraucht werden. Dann können wir, glaube ich, auch noch eine Eisenmine errichten. Und 2000 Einwohner zählt jetzt Lutetia. Wir haben ja jetzt schon Wurfspeerträger und die können jetzt hier diese Wölfe mal beseitigen. Dafür müssen wir allerdings hier den Wald roden, damit unsere Soldaten dort überhaupt rankommen. So, da sind sie schon und dann können sie dann die Wölfe entsprechend beseitigen. Gut, ihr könnt zurück. Dann können wir das jetzt hier löschen. So, was für eine Meldung hatten wir? Eine entfernte Schlacht. Ja. Da kommt jetzt einige Kämpfe auf uns zu. Können wir mal schauen, wo potenziell unsere Feinde angreifen. Dafür werden wir jetzt mal hier die Kartengrenze abschreiten, sozusagen. Hier kann nichts passieren. Hier ist eine offene Fläche. Okay. Hier. Ja, hier ist das Felsmassiv, da dürfte eigentlich nichts passieren. Ja, hier in dem Bereich auch nicht. Nein, das ist alles hier gesichert. Okay, hier. In dem Bereich könnten sie angreifen. Ja, und hier ist wieder alles mit Wald entsprechend geschützt. Ja, ich gehe potenziell davon aus, dass hier angegriffen wird, von der Seite und auch von hier. Gut, wenden wir uns wieder unserer Stadt zu. Unsere Gottheiten sind gereizt. Dann sollten wir mal wieder Tempel bauen. Hier in unserem Militärstützpunkt werde ich ganz viele Tempel des Mars errichten. Ja, und ihr seht, unsere Stadtkasse ist immer gut gefüllt. Ich werde jetzt hier noch weiter das ausbauen. Wir haben hier wirklich ganz viel Potenzial. So, dann bauen wir hier nochmal Waffenschmieden. Und mit 8 Waffenschmieden haben wir mehr als genug.
Dann werden wir jetzt dieses Stadtgebiet hier auch mit Kulturgebäuden versehen. So, und dann braucht auch dieses Stadtgebiet einen zweiten Markt. Ja. Und mit der wachsenden Bevölkerung natürlich unsere Nahrungsmittelproduktion anpassen. Ja, und bei den Exporten würde ich jetzt mal bei Geschirr und auch bei den Möbeln 3 Einheiten im Lager lassen. Ja, diese beiden landwirtschaftlichen Siedlungen möchte ich allerdings auch mit Nahrungsmitteln versorgen. Die kriegen jetzt hier entsprechend einen Markt. Und die werden auch dann hier direkt mal ein bisschen verschönert. So, sehr schön. Bauen wir noch ein Fort für die Legionäre. Und dann sind wir doch hier schon ziemlich gut aufgestellt. Ja, jetzt wird es Zeit, dass wir unseren Senat errichten. Dafür muss ich aber noch weitere Stadtgebiete vorkonzipieren. Ich habe jetzt hier 2 weitere Stadtgebiete, allerdings im normalen 9×9-Modus errichtet. Die werde ich natürlich jetzt noch nicht komplett parzellieren, allerdings werde ich jetzt hier außenliegende 2×2 Wohnblöcke schon mal errichten. Die können dann hier auch einen Ingenieursposten bekommen. So, und genau dazwischen werde ich meinen Senat errichten. So. Das finde ich so eigentlich ganz schick. Dann können wir das auch hierhin nämlich auch noch erweitern mit Kulturgebäude und Tempelanlagen und natürlich auch mit meinem Wohnhaus. Ja, mit dem Senat bauen wir natürlich jetzt wieder die Foren. Die können hier hin und die Steuern können wir natürlich entsprechend erheben. 7% müsste reichen. Unsere Gottheiten sind immer noch gleichgültig. Ja, feiern wir jetzt mal ein Fest für Ceres. Ja, und ihr seht, Geschirr und Möbel sind mehr als genug im Lagerhaus. Ich hoffe, dass vielleicht der Imperator einer dieser Forderungen stellt. Ja, und der Imperator hat seine erste Forderung. Kein Geschirr und Möbel, wie ich gehofft habe, sondern Gemüse, was wir jetzt noch gar nicht produzieren. Ja, das ist sehr nett, dass er das jetzt so haben möchte. Dann werden wir jetzt erstmal 4 Gemüsefarmen mal hier errichten. Ein Lagerhaus, das kann dann hier jetzt hin. Das wird jetzt nur Gemüse annehmen. Die Silos müssen wir entsprechend so einstellen, dass sie nur Weizen annehmen. Ja, und wir sehen hier, wie es sich schon sehr schön entwickelt hat. Dann bauen wir jetzt auch das Amphitheater. Das kommt dann jetzt hier hin. Und die Gladiatorenschule, die passt wunderbar hier rein. Ja, und ich denke mir mal, als nächstes werden wir anfangen, unsere Stadt zu schützen, indem wir eine Stadtmauer bauen. Ich möchte gerne diesen Bereich hier geschützt haben. Bauen wir mal direkt die Mauer. Geld genug haben wir. So, und dann gehen wir direkt hier so rum. Ja, und dann haben wir jetzt hier das doch schon sehr gut entsprechend geschützt. Wir brauchen die Mauer jetzt hier nicht weiterziehen, weil hier ja der Feind nicht angreifen kann. Hier ist überall Wald. Was wir allerdings machen sollten, wir werden hier doch ein Wachzimmer errichten, dass wenn hier Feinde angreifen, wir hier mit der Armee auch rein und raus können. So, und dann bauen wir natürlich Türme.
So, die brauchen natürlich noch ihren Anschluss. Naja gut, dass wir mit unserer Stadtverteidigung begonnen haben. Der erste Angriff der Barbaren erfolgt. Dann wollen wir mal schauen. Wo sie angreifen. Aha, hier unten im Süden. Gut. Ja, da müssen wir mal gucken, wo stellen wir unsere Armee auf. Ja, die werden wir hier aufstellen. Ja, da marschieren unsere Feinde auf, aber wir sind gut gerüstet, denke ich mir mal. Ja, das ist nett, Ceres, dass du uns segnest. Ja, und der Kampf beginnt. Ja, die sind ganz schön stark hier, unsere Barbaren. Ja, 3000 Einwohner zählt jetzt Lutetia. Ja, und die Schlacht ist geschlagen. Das eine Fort mit Legionären ist ganz schön dezimiert worden hier. Okay. Dann geht ihr mal zurück. Ja, und dann werden wir mal hier direkt noch ein Fort für Legionäre errichten. Das kann jetzt hier hin. Das Gemüse für den Imperator steht jetzt schon bereit. Okay, das kann direkt los. Und dann können wir das hier auch entsprechend dann natürlich für unsere Bevölkerung zur Verfügung stellen. Dafür wollte ich aber jetzt nochmal ein neues Silo bauen. Das kann dann jetzt hier hin. Wir können hier die Silos jetzt auch erstmal für Gemüse freigeben. Aber später möchte ich noch schon eine Trennung haben. Ich habe jetzt hier das dritte Stadtgebiet auch schon mal an den Rest der Stadt angeschlossen und auch hier jetzt mit Präfektur und Ingenieursposten versehen, sodass jetzt dieses Silo hier auch betriebsbereit ist, nämlich für Gemüse. Ja, die Entwicklung ist hier super. Wir haben jede Menge Geld in unserer Kasse. Ich würde vorschlagen, wir beginnen jetzt mit der Produktion von Olivenöl. So, dafür brauchen wir 2 Lagerhäuser. So, das eine wird jetzt die Oliven annehmen und das andere Olivenöl. Dann können wir Oliven importieren. Ja, und dann bauen wir mal direkt 1, 2, 3. Ich baue das hier mal eben kurz um. Dieser Tempel der Venus kommt jetzt hier hin und dann kann ich hier noch die 4. Ölpresse bauen. So. Dann passt das wunderbar. Entwickeln wir dieses Stadtgebiet jetzt hier weiter, indem wir jetzt hier das Badehaus bauen. Wie gesagt, alles muss schön sukzessiv sich entwickeln können. Dann kann hier auch direkt die Schule hin. Ja, und es geht hier weiter mit den Angriffen der Barbaren. Der zweite Angriff steht bevor. Gut, dann schauen wir mal. Ach, das ist jetzt hier an der Stelle, wo ich hier die Mauer schon gebaut habe. Aber leider sind meine Türme noch nicht so weit. Wir werden Folgendes machen. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen den Wald wegnehmen, weil ich möchte meine Armee dann doch die Barbaren von der Seite aus angreifen lassen. Erstmal die Wurfspeerträger hier hin.
das ist auch schon wieder eine relativ große Armee hier. So, wir blocken die jetzt mal. Oh, die kommen hier schon rüber. Aber da kommen unsere Legionäre schon. Ja, das sieht aber ganz gut aus hier. So, komm. Unterstützt mal hier die Legionäre noch ein bisschen. Sehr gut. Das war jetzt wesentlich verlustarmer als der erste Kampf. Ja, das sieht gut aus. Dann könnt ihr zurück. Dann können wir auch das letzte Fort jetzt bauen. Nochmal Wurfspeerträger. Der kommt dann hier hin. Ja, und ihr seht, unsere Olivenölproduktion ist auch schon im vollen Gang. So, ich habe jetzt hier eine kleine Siedlung hier in diesem Karree entsprechend konzipiert, auch mit dem Brunnen versorgt. Natürlich kommt jetzt hier auch ein Ingenieursposten hin. Dann bauen wir mal direkt 2. Und hier kommen auch nochmal Präfekturen hin und ein Arzt. So, dann kriegen hier unsere Türme auch entsprechend Zugang zum Arbeitsmarkt und wir können hier diesen Bereich noch nutzen, um Kulturgebäude zu errichten. Ja, und natürlich brauchen die Türme Zugang zu der Kaserne. Deswegen müssen wir hier den Zugang natürlich herstellen. So, jetzt sollten die Türme auch bald entsprechend besetzt sein. Ja, wie man sieht, alles ziemlich gut hier die Entwicklung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob unsere Märkte das wirklich alles schaffen. Ja, hier fehlt zum Beispiel Möbel und Geschirr. Er hat keine Nahrung mehr. Ja, ich denke mal, wir brauchen tatsächlich 3 Märkte, die hier entsprechend die Stadtgebiete versorgen. Diesmal möchte der Imperator wieder keine Güter haben, sondern militärische Unterstützung. Gut, dann schauen wir mal. Eine kleine Truppe wagt einen Angriff. 3 Forts reichen, glaube ich. Dann nehmen wir 2 Wurfspeerträger und einmal Legionäre. Ja, dann könnt ihr los. Ja, und ihr seht schon, wie instabil hier die Versorgung ist. Also 3 Märkte sind wirklich angebracht. Aber wir haben ja mehr als genug an Waren. Das sollte eigentlich sich bald stabilisieren. Gut, dann kommt jetzt hier das Amphitheater hin. Bevor wir jetzt diese beiden Stadtgebiete hier auch voll entwickeln, habe ich noch ein bisschen vorgeplant, indem ich jetzt hier noch ein Silo gebaut habe, was jetzt nur Weizen noch annimmt. Dieses ist ja nur für Gemüse. Habe hier jetzt nochmal Lagerhäuser für Geschirr und Möbel und wir sehen, wie schnell sie sich schon gefüllt haben. Hier haben wir wirklich eine richtig große Überkapazität. Habe jetzt dieses Stadtgebiet auch schon angeschlossen und hier unsere Wohngebiete. Und dann können wir diese beiden Stadtgebiete auch nochmal mit Tempel entsprechend versorgen. Ja, und das ist die Besonderheit bei dieser Kampagne. Wir haben einen Aufstand der Gladiatoren. Das ist gleichbedeutend wie ein Aufstand von unserer Bevölkerung. Unsere Gladiatoren ziehen jetzt marodierend durch unsere Stadt und zerstören Gebäude und Infrastrukturen. Und das ist auch der Grund, weswegen ich Präfekturen noch gebaut habe. Denn unsere Präfekten werden versuchen, diesen Aufstand niederzuschlagen. Die Kämpfe beginnen an den Gladiatorenschulen und an den Amphitheatern. Aber bis jetzt, da sehe ich einen
Ja, da haben unsere Gladiatoren den Senat schon zerstört. Ja, aber die Revolte ist schon schnell niedergeschlagen worden. Unsere Präfekten haben die Lage wieder unter Kontrolle. Ja, und es ist tatsächlich nur unser Senat zerstört worden. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Den bauen wir ganz schnell wieder auf. Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir keine weitere Revolte bekommen. So, jetzt wird es auch mal Zeit, dass ich mir mein Haus mal baue. Meine Villa kommt hier zum Senat. Sehr schick. Und ich würde jetzt mal Marmor importieren für Orakel. Und dafür würde ich jetzt dieses Lagerhaus entsprechend einstellen. Ja, sehr gut. Ja, das Silo hier ist auch schon gut gefüllt. Dann können wir doch jetzt schon beide Stadtgebiete entsprechend mit Nahrungsmitteln versorgen. Ja, 12% Arbeitslosigkeit, das ist auch jede Menge. Bauen wir mal hier in unserem Kulturzentrum einige Schulen, Bibliotheken. Ja, und dann würde ich auch nochmal Akademien bauen. Ja, und wir sollten dieses kleine Stadtgebiet auch doch mit einem Markt versehen. Ich musste hier bei unserem Senat noch diese nach außen liegenden Wohngebäude ändern, weil sie keinen Wasseranschluss hatten. Jetzt kann man sehen, dass diese zwei auf jeden Fall Wasseranschluss haben. Deswegen habe ich die jetzt hier gelöscht und habe jetzt hier Gärten hingesetzt. Und wenn wir hier nachher die großen Insulas haben, werden diese wieder im 2x2-Modus ausgebaut und dann habe ich hier dieses Feld auch wieder komplett ausgefüllt. Ja, sichern wir mal weiter unsere Stadt. Ich möchte jetzt gerne diesen Bereich hier gesichert haben. Hier ist auch eine Mauer, die baue ich so. Ja, das sieht auch soweit ganz gut aus. Auch hier werden wir noch ein Wachzimmer einbauen. Ja, und Türme brauchen wir natürlich hier auch. Unsere Soldaten waren erfolgreich und konnten die römische Stadt verteidigen und wir bekommen zum Dank vom Imperator Baumaterial für den Triumphbogen. Das ist wirklich super. Da müssen wir uns gleich mal einen guten Platz für aussuchen. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass wir unser erstes Kolosseum errichten. Das Kolosseum bauen wir genau hier rein, wenn man uns lässt. Perfekt. Und dann kommt natürlich noch das Löwenhaus. Das kann dann hier hin. Ja, und hier würde ich tatsächlich auch noch eine Künstlerkolonie bauen und eine Gladiatorenschule. Ja, und wir sehen, wir haben hier schon die herrschaftlichen Insulas. Das gefällt mir sehr. Ja, und unser Kolosseum ist jetzt einsatzbereit. Ja, dann bauen wir mal jetzt hier wieder Weizenfarmen auf. Ja, und die Barbaren greifen uns wieder an. Ja, und gleichzeitig haben wir die Hälfte des Bevölkerungsziels erreicht. 5000 Einwohner in Lutetia. Gut, aber jetzt müssen wir erstmal den Kampf überstehen. Gucken wir mal, wo sie angreifen. Okay, hier. Jetzt sind unsere Türme allerdings bemannt. Wir haben aber auch nur 3 Forts.
Ja, okay, dann machen wir Folgendes. Wir werden jetzt hier Stellung beziehen. Ach du lieber Gott, das ist aber hier eine Menge. Schitte. Okay, nein, ihr sollt jetzt nicht die Wölfe angreifen. Ich hoffe, unsere Legionäre sind bald da. Okay, die fliehen schon mal. Das ist gut. Ihr müsst nach vorne. Ihr müsst nach hinten. Okay, aber mal gucken. Aber die Türme helfen uns schon. Ja, was für ein Kampf. Wahnsinn. Und der Imperator möchte wieder 15 Einheiten Gemüse haben. Das muss aber jetzt leider warten. Ja, sehr gut. Da haben wir den Kampf aber gut geschafft. Gemüse müssen wir Hamster. Ja, jetzt kommt ihr, wo wir den Kampf gewonnen haben. Naja, gut. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir doch mal Orakel. Und zwar jeweils hier welche. Ja, dann baue ich hier auch noch Akademien, die passen nämlich hier wunderbar rein. Und dann sind die Stadtgebiete fast voll. Ja, hier ist noch ein bisschen was. Ja, wir haben einen lokalen Aufstand, angestachelt durch Mars. Okay, schauen wir mal. Wieder an der gleichen Stelle. Bevor unsere Armee da ist, gucke ich mal nach unseren Göttern. Mars ist unzufrieden. Ja, der hat ja auch einen Tempel weniger. Das ist schlecht. Okay, die laufen hier hin. Das ist natürlich auch jetzt doof. Warte mal. Kommt mal nach hier rüber. Das passt ja gerade. Diese Rebellen sind echt schnell. Aber ihr braucht euch jetzt nicht so verstecken. Gut. Gut abgepasst. Gut, das war schnell erledigt. Natürlich muss ich auch hier das Lagerhaus so einstellen, dass wir Gemüse annehmen. Ja, dieses Stadtgebiet werde ich jetzt dann mit der Schule, bauen wir gleich 2, Bibliothek und mit dem Theater versehen. Ja, und das Gemüse haben wir jetzt auch im Lagerhaus. Das kann direkt verschickt werden und wieder freigeben. So, das wird dann hier auch so einstellen, dass es nicht mehr angenommen wird. Und du kannst das Gemüse annehmen. Gut. Die letzten beiden Stadtgebiete habe ich jetzt konzipiert und an den Rest der Stadt angeschlossen. Habe hier wieder ein Versorgungszentrum mit den Silos und hier Lagerhäuser, die Geschirr und Möbel aufnehmen. Und hier dieses Öl, damit wir wirklich eine gute Versorgung der gesamten Stadt haben. Ich habe jetzt hier nochmal eine Geschirrproduktion etabliert. Ich denke mal, damit sind wir wirklich hier gut aufgestellt, was Geschirr betrifft. Ansonsten werden wir hier einfach nochmal weitere Produktionen errichten. Ja, entwickeln wir hier, indem wir jetzt hier das Badehaus errichten und das andere Stadtgebiet, die Schule, Bibliothek und Theater. Ja, und der nächste Angriff der Barbaren steht vor. Und schauen wir mal. Okay, das ist jetzt wieder hier in dem Bereich, wo wir hier gut befestigte Mauern haben. Ja, das ist wieder eine große Armee und ich hoffe, dass jetzt bald mal unsere Legionäre kommen. Ah ja, da sind sie auf dem Vormarsch. Ja, hier wird alles niedergemetzelt. Mit den Türmen
ist das hier eine sehr gute Verteidigung. Das habt ihr wieder super gemacht. Dann könnt ihr auch sofort zurück. Zu den letzten Bereich. In der Stadt habe ich jetzt hier mit der Stadtmauer befestigt. Und auch hier bauen wir natürlich noch Türme. Ja, schade. Möbel werden billiger. Unsere Exporte werden nicht mehr ganz so lukrativ. Aber ich denke mir mal, bei dem Kontostand unserer Stadtkasse macht das nicht sehr viel aus. So, wir haben jetzt hier nochmal eine kleine Möbelproduktion aufgebaut. Ich glaube, dass wir sie nicht unbedingt nötig haben, aber wir müssen ja auch irgendwie noch Arbeitskräfte einsetzen können. Gut, dann bauen wir mal weiter Farmen. Ja, und dieses Stadtgebiet hat sich auch hier jetzt super entwickelt. So, dann können wir das hier noch ein bisschen verschönern hier, damit sich das hier auch weiterentwickelt. Und wieder mal müssen unsere Soldaten einer römischen Stadt Hilfe leisten. Diesmal ist es eine mittlere Truppe, die angreift. Okay. Das ist die Frage, schicken wir jetzt 3 oder 4 Legionen hin? Ich glaube, ich nehme 2 Legionen mit Legionären und eine Legion mit Wurfspeerträgern. Das müsste eigentlich reichen. Okay, dann schicken wir die mal los. Ja, wenden wir uns jetzt diesen beiden Stadtgebieten zu. Die werde ich jetzt mal parzellieren. So, unsere Tempel sind jetzt errichtet. Wir werden jetzt diese beiden Stadtgebiete auch komplett jetzt ausbauen lassen. Und dann wollen wir mal schauen, wie viel Einwohner Lutetia hat. Ja, und einen Triumphbogen werde ich hier am Eingang unserer Stadt errichten, damit auch jeder sieht, wie toll unsere Stadt ist. Und wieder ein Angriff der Barbaren. Und unsere Legionen sind noch im Imperiumsdienst. Na, dann wollen wir mal schauen, wie wir das schaffen. Ja, wieder die gleiche Stelle. Okay, dann werden wir mal hier Aufstellung beziehen. Ja, das könnte natürlich jetzt etwas knapp werden mit nur 3 Forts, aber wir schauen mal, was wir erreichen können. So, die ersten Ja, und der Imperator möchte wieder 15 Einheiten Gemüse haben. Da muss aber jetzt mal ein bisschen warten, weil wir jetzt hier gerade einen großen Angriff verteidigen müssen. So, unsere Legionäre kommen immer auf dem letzten Drücker. Just in time. Ja, und der Rest unserer Armee konnte die römische Stadt verteidigen und wir kriegen wieder einen Triumphbogen. Was für ein Erfolg. Aber jetzt müssen wir erstmal hier erfolgreich sein. Aber ich glaube, das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, mit den Türmen im Hintergrund ist das schon ziemlich gut. Ja, das war's schon. Super. Kümmern wir uns mal um das Gemüse, aus entsprechend einstellen und Gemüsehamster. Ja, wir haben wieder jede Menge Arbeitslose. Das ist wieder Zeit für ein Hippodrom. Mit dem Hippodrom werden sich wohl jetzt auch die anderen großen Insulars, so herrschaftlichen Insulars, entwickeln. Ja, und wir haben einen Aufstand
Schauen wir mal. Aha, mal wieder hier an der Stelle. Ja, aber wir haben hier volle Besetzung. So, dann kommt ihr mal. Naja, bevor unsere Legionäre da sind, haben unsere Wurfspeerträger das schon erledigt. Dann könnt ihr zurück. Ja, schaut euch Lutetia an, was für eine prachtvolle Stadt. Überall haben wir herrschaftliche Insulas. Wir haben jetzt hier unser landwirtschaftliches Hauptzentrum komplett ausgebaut. Ja, und ich finde, besser kann es gar nicht werden. Wir brauchen jetzt noch die 10.000 Einwohner und dann gucken wir schon mal auf die Wertung. Ja, außer der Wohlstandswertung haben wir alles geschafft, aber das sollte jetzt Ende des Jahres auch erledigt sein. So, ich habe jetzt diesen Streifen hier nochmal parzelliert. Ein Tempel, ein Markt, damit wir entsprechend jetzt die 10.000 Einwohner erreichen. Ja, dann schauen wir uns doch Lutetia nochmal in Ruhe an. Hier begann unsere Entwicklung mit diesen beiden Stadtgebieten und dem Aufbau unserer landwirtschaftlichen Produktion sowie Geschirr und hier Möbel. Später haben wir dann hier die 9×9 Wohnblöcke errichtet mit dem Senat, meiner Villa. Ja, und später dann im Verlauf der Entwicklung natürlich unser Hippodrom. Ganz zum Schluss haben wir dann diese beiden Stadtgebiete hier entwickelt. Und hier unsere große Militärbasis. Der Eingang unserer Stadt ist hier durch ein Kulturzentrum gekennzeichnet. Und hier unser Komplettausbau aller landwirtschaftlichen Nutzflächen. Ja, und mit dem Erreichen der 10.000 Einwohner beenden wir jetzt diese Kampagne. Wir haben es geschafft. Das war wirklich ein hartes Stückchen Arbeit mit Lutetia, dem antiken Paris. Und Caesar befördert uns zum Konsul. Ganz sicher muss Caesar Augustus euch vorhergesehen haben, als er voraussagte, dass die Gallier in unserer Zivilisation aufgehen würden. Euer Erfolg in Lutetia hat sehr dazu beigetragen, ihren rebellischen Geist zu brechen. Ja, da schauen wir doch mal direkt, wie es weitergeht. Jetzt geht es in den Osten des Imperiums, nach Damaskus. Die nächste Militärkampagne. Bis dahin, alles Gute, euer Dominus.